Es werden immer mehr und sie werden immer teurer. Über 150 neue Dartsets gab es allein im letzten Jahr. An die 40 Produktlaunches der verschiedenen Anbieter. Und mach dich jetzt in 2024 auf Spielerdarts gefasst, die bis zu 180 € kosten, und auch Seriendarts werden ohne weiteres die 100-Euro-Marke überschreiten. Wenn du aber verständlicherweise auf Budget bist und trotzdem sparen möchtest bei neuen Darts, bleib dran. Ich sage dir in diesem Video, wie die Mechanismen am Markt funktionieren und wie du das zu deinen Gunsten nutzen kannst und damit 20, 30 bis zu 50% auf neue Darts sparst. Es gibt verschiedene Anbieter am Markt, die alle ihre Darts anbieten. Winmo, Red Dragon, Target, Harrows, 180 und wie sie da alle heißen. Und jeder möchte natürlich seine neuen Darts auf den Markt bringen. Neben der Marke ziehen vor allem die teuer eingekauften Spieler. Und je mehr die gewinnen, umso besser verkaufen sich die Produkte. Zum Beispiel Luke Littler, Brass Darts, Spielerdarts, Shirts, Cases, Poster, Kinderdarts, Schäfte, Flights und. Der Kerl will in UK sogar eine eigene Weihnachtsdeko-Marke rausbringen und überall sein Konterfei draufbringen. Oder nehme ich den anderen Luke, den mit der coolen Hand, Luke Humphries, amtierender Weltmeister und die aktuelle Nummer 1 der Welt. Ja, der spielt nach wie vor mit seinen recht einfachen TX1 Spielerdarts. Aber klar kommen dann noch die TX3 in Blau, dann nochmal in Gold, dann die Customs, dann die TX4 Sonderedition. Alles da oben drauf. Und der Preis ebenso, immer eine Schippe nach oben. Krasses Beispiel für mich da auch die Peter Wright Super Venom Darts. Die kamen vor 2 Jahren auf den Markt als mit die teuersten Spielerdarts ever mit rund 135 €. Ja, und dann stieg der Preis gar auf 150 €. Das ist einfach so, es sind auch viele Beteiligte dabei und natürlich, die Dinge werden hier und da auch einfach mal teurer. In einem vereinfachten Bild läuft das Ganze so ab. Händler beziehen über Anbieter die Produkte. Je mehr ein Händler abnimmt bzw. hinten raus verkauft, umso günstiger wird sein Einkaufspreis in Rabattstaffeln und damit ist natürlich dann die erzielbare Gewinnmarge umso größer. Der Händler wiederum verkauft an seine Kunden, ja entweder lokal im Shop oder eben online, und einige Großhändler bieten ebenso B2B, also anderen meist kleineren Shops, ihre Waren an, die diese dann ebenso an die Kunden verkaufen. Und mitunter gehen die Händler selbst dann über Verkaufsplattformen oder in Preisvergleiche rein, um ihre Waren dann breiter anzubieten und so mehr Kunden zu erreichen. Das einfache Bild reicht, um die groben Zusammenhänge zu verdeutlichen. Die Dartsanbieter stehen natürlich in einem Wettbewerb. Jeder will da Marktanteile ergattern und in der Aufmerksamkeit bleiben. Und genau darum gibt es auch immer häufiger kleinere Launches im Jahr. Und das wird für die Händler, von denen es noch mehr als Anbieter gibt, mit der Zeit zu einem Problem. Denn sie verkaufen im Grunde an dieselbe Kundschaft in demselben Markt. Und mit jedem Launch erwarten die Kunden, dass der Händler ihres Vertrauens natürlich die neuesten Modelle in allen Gewichten vorrätig hat. Das Ding ist jetzt nur, ein Händler hat kaum den ersten Dart verkauft, schon kommt wieder die nächste Generation und die nächste rein. Konsequenz? Du hast jetzt alte, nicht mehr ganz so gefragte Ware am Lager. Totes Kapital. Und das muss raus. Da bin ich auch schon mal in meinem Video, so mache ich die größten Darts-Schnäppchen, drauf eingegangen. Mindestens 2-mal im Jahr gab es bislang wegen der großen Launches auch große Lagerabverkäufe, bei denen man wirklich viele gute Schnäppchenangebote machen kann. Das sind dann nicht die allerneuesten Darts, logisch, aber gute Darts sind und bleiben gute Darts. Ja, und wenn es die teils zum Einkaufspreis des Händlers gibt, Schnäppchen. Und da brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, denn ein Händler verkauft lieber ohne Gewinn als mit Verlust. Denn um solche Restposten loszuwerden, musst du als Händler ja selber werben oder in teure Google Ads investieren. Das heißt, du zahlst für jede Maßnahme und jeden Klick. Und darum bist du froh, das Zeug aus dem Lager zu haben für die neue Ware, bei der die Gewinnmarge dann eben noch gesund ist. Oder du findest kreative Maßnahmen wie Flash Sales, Mystery Boxen oder Adventskalender zum Beispiel. Also die Frequenz des, da soll neue Ware ans Lager kommen, wird also immer häufiger. Und dazu hat im Grunde genommen jeder Händler ja die gleichen neuen Darts zum genau gleichen Preis. Wie also unterscheidest du dich vom Wettbewerb? Warum sollte der Kunde genau bei dir kaufen? Genau darum gibt es immer wieder rabattierte Angebote, denn der Preis lockt natürlich die Kunden an. Bei so typischen Aktionen wie Event-Sales an Weihnachten, an Ostern, zum Sommer, Winter, Black Friday Sales und wie sie alle heißen. Und das Gute ist,
Es bedeutet für Schnäppchenjäger, dass man eben nicht nur ältere Darts, sondern auch ziemlich aktuelle Modelle rabattiert bekommen kann. So wie ich zum Beispiel die neuen Stephen Bunting Generation 5 schon vergünstigt bekommen habe oder auch die aktuellsten Darts von Joe Cullen, die RS1-Version. Und hier ein paar Beispiele, was ich euch im Newsletter gesendet habe oder ihr als Abonnent des Kanals regelmäßig als aktuelle Angebote und Preisreduzierungen angezeigt bekommt. Ich finde, da sind wirklich schon gute Angebote dabei. So habe ich zum Beispiel den Luke Littler für 3,90 statt 115 € bekommen. Auch die Bulls, da gab es einiges an Ausverkauf. Die Mike de Decker Spielerdarts für 29 statt 60 €. Die Stinger, supergeile Darts, die habe ich mir gleich zweimal gegönnt. 47 € statt jeweils 70 €. Auch die Sarah Milkowski Darts, die hatte ich zwar schon für 34 € statt 70, aber es sind wirklich schöne Darts, kannst du auch anderen gerne mal geben oder verschenken. Das ist ein Spitzenpreis. Oder eben auch fürs Review hier die Joe Cullen RS1 für 52 statt 75 € und die Stephen Bunting, immerhin nagelneu gerade rausgekommen, die Gen 5 für 90 statt 100 €. Heißt, für die Darts, die ich hier so in den letzten Monaten mir angeschafft habe, habe ich insgesamt statt 560 € eben 392 bezahlt und damit fast 170 € gespart. Ja, ich weiß, am meisten sparst du, wenn du gar kein Geld ausgibst, aber hey, das ist ein Darts-Review-Kanal. Und ich sage euch ganz ehrlich, als Content Creator kommst du bei der ganzen Anzahl an Neuerscheinungen selber kaum noch hinterher. Aber es freut mich, dass ihr die Angebotstipps gerne annehmt und mir auch ab und zu dazu schreibt. Denn wer spart denn nicht gerne mal ein paar Euro und gerne auch mal ein paar mehr? In diesem Sinne, lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.